Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch ein Musterhaus, das den amerikanischen East Coast Landhausstil mit skandinavischem Design und mallorquinischer Herzlichkeit vereinen soll. Das Barefoot Home, entwickelt vom Fertighaushersteller Schwörerhaus in Zusammenarbeit mit einem Hamburger Designerteam und Till Schweiger, zeigt nicht nur viele individuelle Designdetails, die trotzdem alle seriell wiederholbar sind, sondern es ist auch noch ein QNG-ready, also förderfähiges Haus. Es gibt heute viel zu entdecken, ihr dürft gespannt sein, also kommt mit! Von den Grundmaßen haben wir hier 9,85 m mal 10,10 m, ungefähr 166,5 Quadratmeter Wohnfläche. Und ein ganz typisches Merkmal sind schon diese überdachten Terrassen. Insgesamt haben wir da noch mal 32 Quadratmeter. Auf der Eingangsseite zeige ich euch auch noch den Carport mit Stauraum. Das gucken wir uns nachher an. Jetzt haben wir hier gerade schon mal eine ganz typische Sache, was den amerikanischen Landhausstil angeht und was auch den Designern ganz, ganz wichtig war, dass man nämlich Details hat, wie zum Beispiel Stützen, die oben ein Kapitel haben, unten auch noch mal einen richtigen Stützenfuß. Das ist ein Motiv, das sich auch innen durchzieht. Und was dann dem Haushersteller wieder wichtig war, ist, dass trotzdem alle Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz eingehalten sind, dass alles seriell wiederholbar ist und auch wirklich jahrelang funktioniert. Das heißt, wir haben zum Beispiel alle Holzteile, die noch mal abgedeckt sind mit so einem Blech. Das ist alles in der gleichen Farbe gestrichen, deshalb sieht man das gar nicht. Und die statisch notwendige Holzstütze geht natürlich nach unten durch, ist aber geschützt, wird also nicht spritzwasserbelastet. Diese Teile kann man im Zweifelsfall leicht austauschen, sodass das Ganze hier immer schön bleibt. Die Terrassen sind belegt mit einer Douglasie. Man sieht, das ist jetzt alles noch ganz, ganz neu. Es ist ein sehr widerstandsfähiges Holz. Und wir haben hier eben schon das Außenwohnzimmer, das durch diese Stützen eben wirklich geprägt wird. Ihr seht ein paar besondere Details, die dieser Hersteller so sonst nicht macht. Das ist zum Beispiel die Fassade. Wir haben hier eine Bodendeckelschalung in Fichte. Das ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt hier besondere Maße. Wir haben hier eine Bodenleiste, die 15 cm breit ist, und diese Deckelleiste ist schmaler, das ist 6 cm, sodass das Ganze eine viel feinere Optik bekommt. Das Farbkonzept ist übrigens auch was Besonderes. Hier wieder mein Hinweis, wenn ihr die genauen Nummern wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, beantworte ich euch das gerne. Das hier ist so ein helles Grau, so ein Grau-Beige-Ton, Gräsch nennt sich das. Und das ist so ein leicht abgetöntes Weiß, damit es eben auch harmonisch und nicht zu kontrastreich aussieht. Wir haben hier zwei Vollgeschosse und wie ihr sehen könnt, ein Satteldach. Auf der Eingangsseite gibt es auch noch einen dritten Giebel. 22 Grad Dachneigung und wir haben 66 oder 60 cm Dachüberstand. Das heißt, es gibt an dieser Stelle noch so einen Flugsparren hier davor und da könnt ihr schon sehen, die Pfettenköpfe, aber auch die Sparrenköpfe sind auch besonders gestaltet. Dieses Motiv, das da alles abgerundet ist, werden wir auch innen an vielen Stellen noch mal wiedersehen. Und das sind eben so Sachen, die jetzt dem Designerteam besonders wichtig waren. Dann haben wir hier noch eine Sache, die optisch ganz, ganz direkt ins Auge fällt. Es gibt hier zwischen den Geschossen eine Trennung. Das ist jetzt nicht nur diese übliche Metallleiste, die eben auch für den konstruktiven Holzschutz da ist, die praktisch das Stirnholz vor stehendem Wasser schützt, sondern wir haben hier noch mal so eine Blende, die genau auf Höhe der Balkone hier rumläuft und das Ganze deshalb optisch zusammenfasst. Wir sind jetzt hier schon rumgekommen. Auch ganz typisch ist diese Eingangsterrasse. Hier ist noch mal der dritte Giebel, der eben erwähnte. Auch da gibt es den Flugsparren und die Fassade
Fassade ist hier so ein Stück rausgezogen. Dahinter verbirgt sich eine große Diele. Die schauen wir uns natürlich auch gleich an und ich sage euch auch, warum die so groß ist. Aber dadurch entstehen eben rechts und links auch zwei geschützte Eingangsterrassen. Dieser Vorsprung ist 1,20. Das heißt, man hat also wirklich auch noch genug Vordach, um da trockenen Fußes reinzukommen. Auch die Haustür hat eine besondere Farbe. Das ist ein Grün. Auch den Ton kann ich euch noch mal zeigen. Und was natürlich auch sofort ins Auge fällt, ist, dass diese Holzfenster alle mit einem besonders profilierten Rahmen gestaltet sind. Auch da seht ihr, die oberen Kanten sind abgeschrägt, damit eben das Wasser immer vom Bauteil weggeführt wird. Konstruktiver Holzschutz, ganz wichtig. Und die Fassade ist deckend gestrichen. Die ist sägerau deckend gestrichen, das heißt, die wird man nachstreichen müssen. Aber sie ist lange nicht so pflegeintensiv wie jetzt eine lasierte Fassade. Und was ihr vielleicht auch noch sehen könnt, dass wir hier ein besonderes Balkongeländer haben. Das können wir uns von oben auch noch mal anschauen. Die konstruktiv wichtigen Teile sind aus Stahl. Weil aber das Material Holz in diesem Konzept so wichtig ist, gibt es eben auch da noch mal diese Zierstützen, diese optischen Stützen in Holz dazwischen. Auch da obendrauf wieder das Blech, alles in der gleichen Farbe gestrichen. Was ihr hier jetzt schon seht, es gibt diesen Carport. Den schauen wir uns jetzt auch noch mal genauer an, weil da ist nämlich auch noch Stauraum dahinter. Wir haben hier noch mal einen Carport, 4,70 Meter mal 8,60 Meter, der auch vom Haushersteller aus einer Hand geliefert wird, individuell natürlich geplant und angepasst werden kann. Hier auch mit einer Sonderhöhe und eben im gleichen Farb- und Fassadenkonzept. Wir haben hier insgesamt etwa 40 Quadratmeter Nutzfläche, hier drin noch mal 10 Quadratmeter Abstellraum. Und warum zeige ich euch das? Man sieht hier mal den Standard-Wandaufbau des Herstellers, 38,5 Holzverbundkonstruktion. Hier ist normalerweise die mineralische Dämmung drin. Und was man jetzt hier sieht, ist eben die besonders stabile gipsgebundene Holzfaserplatte, die dieser Hersteller ganz besonders verwendet. Bevor wir jetzt ins Haus reingehen, ins Haupthaus, eine kurze Sache zur Technik. Ihr seht schon, hier außen gibt es das Außengerät von der Wärmepumpe. Es ist eine Luftwasserwärmepumpe, elektrisch betrieben, die eben ein Splitgerät hat, das hier draußen steht. Dadurch braucht man weniger Platz im Technikraum. Und auf dem Dach gibt es natürlich die Photovoltaikanlage. Wir haben da ungefähr 9 Kilowatt Peak Leistung. Im Technikraum gibt es auch einen Speicher, der etwa 9 Kilowattstunden Speicherkapazität hat. Und jetzt gehen wir über diese wunderschöne Eingangsterrasse. Ihr schaut bitte noch mal auf die Holzfenster mit echten Sprossen und schauen, wie es drin aussieht. Jetzt in die Diele und da fällt mir gerade auf, erwähnenswert ist, dass hier sämtliche Drückergarnituren, Fenstergriffe, Türgriffe auch an der Hauseingangstür im gleichen Design gestaltet sind. Auch das passiert nicht automatisch. Wir sind jetzt in der Diele, die mit 13,8 Quadratmetern wirklich sehr, sehr groß ist. Das war total wichtig, weil es heißt, Gäste haben Herzlichkeit, viele Kinder, braucht man einen Raum, wo man empfangen, wo man ankommen kann. Wir haben hier eine Geschosserhöhung im Erdgeschoss auf 2,82 Meter. Das heißt eine lichte Raumhöhe von knapp 2,70 Meter. Das ist etwas höher. Und vom Gestaltungskonzept Naturmaterialien und helle Grau- und Weißtöne. Wir haben hier auf dem Boden einen echten Naturstein. Das ist ein fränkischer Muschelkalk. 30 mal 60, der eine raue Oberfläche hat, sehr, sehr angenehm. Wir haben ja das Thema Barfußlaufen, das ist also wirklich schön, werden wir auch an anderen Stellen noch sehen. Dann gibt es hier umlaufend diese weißen Holzpaneele an der Wand. Hier haben wir wieder dieses helle Grau. Wie gesagt, Farbnummern gerne nachfragen. Und ihr seht schon, eine besondere Sache, auch dem Landhausstil geschuldet, sind diese Türen. Die kommen von einem Türenhersteller, mit dem der Haushersteller auch im Standard zusammenarbeitet. Und dann ist eben hier oben diese Leiste und auch unten an manchen Türen nochmal so ein Sockel aufgesetzt. Das war wirklich dem Gestaltungsteam wichtig, dass man überall diese Sockel- und Kapitelloptik hat.
Weil wir eben über die Technik gesprochen haben, hier ist jetzt auch schon der Technikbereich, das ist nämlich dem Wohnbereich so vorgelagert, das sind 7,8 Quadratmeter. Ganz kurz für den Hersteller neu, dieses Splitgerät, also das heißt die Wärmepumpe mit Kühlfunktion, Fußbodenheizung, dann haben wir hier die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, wir haben den Schaltschrank, ich sage euch nachher was zur Smart Home Ausstattung und hier ist dann auch Platz für Wechselrichter und Speicher, das waren die etwa 9 Kilowattstunden Speicherleistung und jetzt gucken wir gleich weiter rüber, wenden uns wieder den Gestaltungsthemen zu. Ihr könnt da sehen, es gibt diese Design-Luftauslässe, auch die hat der Hersteller standardmäßig im Programm, wenn man die haben möchte. Was neu ist, sind diese runden Schalter und Elemente. Das ist der Temperaturfühler von der Heizung. Das sind die Lichtschalter im Retro-Design. Auch das kann man aber jetzt hier alles so bemustern, wenn man es haben möchte. Hier gibt es jetzt zu dieser großen Diele nochmal eine separate Garderobe, was im Familienalltag echt empfehlenswert ist. Das sind nochmal 4,3 Quadratmeter. Und hier kommt jetzt schon eine Besonderheit des Herstellers dazu. Es gibt hier eine Designschreinerei mit Einbaumöbeln, die dann natürlich auch im entsprechenden Landhausstil hier angepasst sind. Alles aus Holz mit der eingelassenen Beleuchtung, was natürlich sehr, sehr schön ist und wirklich hilft in einem Familienhaus Ordnung zu schaffen. Und weil wir gerade hier sind, schauen wir auch noch ins Gäste-WC. Das hat 3 Quadratmeter, ist hier angeschlossen. Wir sehen jetzt hier auf dem Boden gibt es schon das zweite Naturmaterial. Das ist die Landhausdiele in Eiche gekelkt. Ist auch was Besonderes, eine kleine Manufaktur aus dem Schwarzwald. Die hat eine sehr stark auch aufgegliederte Oberfläche und es ist eben nicht schwarz verspachtelt, sondern es ist mit diesem weißen Kelkmaterial hier eingelassen, sodass der Boden eben auch barfußmäßig wirklich Anregung bietet. Hier haben wir den Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung, der ist an der Stelle gut aufgehoben. Und hier haben wir das Gäste-WC, das sind knapp 3 Quadratmeter, da passt jetzt wirklich nur Toilette und Waschbecken rein. Was wir hier auch wieder sehen, es gibt den Stauraum, der im entsprechenden Design gestaltet ist. Es gibt hier so Fliesen in Handmade-Optik, 10×10 mit so einer etwas gebrochenen Kante. Das ist so ein bisschen der mallorquinische Einfluss, der hier reinkommt. Und eben wunderschön diese Sprossenfenster, die Eiche-Fensterbank, also dieses Materialkonzept, das da wirklich durchgezogen ist. Und jetzt schauen wir mal in den Wohn-Ess-Kochbereich. Der Wohn-Ess-Kochbereich ist durch diese wunderschön im Stil angepasste Holztür mit Sprossen von der Diele abgetrennt. Das Ganze ist also auch zugluftgeschützt und diese 55,5 Quadratmeter Wohn-Ess-Kochbereich werden auch dadurch zu so einem geschützten Raum, zu so einem Kokon. Dazu trägt unter anderem auch bei, dass hier Decke und Wände in einem Farbton gestrichen sind. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das ist dieses Crash. Wie gesagt, die Farbnummern schreibe ich euch gerne, wenn ihr mich in den Kommentaren fragt, da rein. Und ihr seht schon, es gibt hier eine Besonderheit. Die Raumhöhe war ja licht knapp 2,70. Hier sind etwa 24, 25 Zentimeter Decke abgehängt. Das hat was mit der Lüftungsanlage zu tun. Der Hersteller hat jetzt nicht die Flachkanäle im Boden, die man nie wieder reinigen kann, sondern verteilt die Hauptverteilung in einem Bereich in der abgehängten Decke. Dadurch, dass das aber hier so eingefasst ist und in die Architektur reingebunden, macht das wirklich überhaupt nichts aus. Wir haben hier eine Stütze und da sehen wir wieder das Thema, was den Designern wichtig war. Alle Stützen haben ein Kapitell und unten auch einen Sockel. Das sind 12 Zentimeter. Das ist eine extra hohe Leiste, die auch hier als Fußleiste zum Einsatz kommt. Und hier seht ihr jetzt auch mal, was ich gesagt habe. Dieses Motiv taucht auch an den Türen auf. Wie gesagt, Standardtüren und der Hersteller macht auf Bestellung dazu diese Zierleisten, sodass man das wirklich alles reproduzierbar in diesem Landhausstil auch haben kann. Wir haben jetzt hier
den Wohnbereich. Natürlich wäre hier auch Platz für ein großes Ecksofa und einen Fernseher, aber wenn man Freunde zu Besuch hat, braucht man den eigentlich gar nicht. Und das ist ja hier ein Familienraum. Und wir sehen schon, die Fenstertüren sind auch erhöht. Also wenn ihr eine Geschosserhöhung macht, ist das sinnvoll. Das sind hier 2,26 Meter die lichte Höhe von dieser Öffnung. Die Einzelelemente sind 1,13 Meter breit. Dieses Doppelelement ist dann knapp 1,90 Meter. Ihr seht schon, auch hier haben wir wieder diese schönen Griffe, die wirklich im ganzen Haus bei Innen- und Außentüren in einem Stil gestaltet sind. Und hier ist es jetzt ein Drehkippbeschlag. Das heißt, ich habe jetzt zwar keinen komplett schwellenfreien Austritt, aber es ist eine flache Schwelle. Der Rahmen ist hier eingelassen, es ist hier angeschlossen mit diesem Gitter, damit die Entwässerung gut funktioniert. Und dadurch, dass ihr hier durch den Balkon 2 Meter feststehend wettergeschützte Terrasse habt, ist es wirklich auch kein Problem mit Schlagregen oder dass man Feuchtigkeit reinträgt auf dieses Parkett. Das funktioniert also alles wunderbar. Ihr habt ja eben die Stützen hier draußen schon von außen gesehen, deshalb müssen wir da jetzt gar nicht mehr groß gucken. Der Belag war Douglasie. Und hier sehen wir auch schon, zu diesem Einrichtungskonzept gehören eben auch Naturmaterialien. Also nicht nur Eiche, Parkett, dann haben wir hier so Korklampenschirme, sondern eben auch Wolle, Leinen, Naturmaterialien bei der Innenausstattung. Hier kommen wir jetzt schon weiter in den Küchenbereich. Es ist sehr schön, dass es hier auch nochmal die Austrittsmöglichkeit gibt. Hier diesen freistehenden Kochtresen, wo man eben auch gesellig rundrum mit Freunden kochen kann. Die Maße sind hier, glaube ich, knapp 1 Meter mal 1,40. Obendrauf ist so ein Kunststein. Das Ganze ist auch im Küchenstudio des Hausherstellers bemusterbar. Die Farben von den Fronten hat der Hersteller dann tatsächlich übernommen. Also das sind die gleichen Farben, die hier auch die Wände haben, sodass das wirklich miteinander verschmilzt. Und wir sehen schon, das Ganze ist auch ein Smart Home. Ich habe euch ja eben gesagt, wir können uns das kurz anschauen. Es ist ein funkbasiertes System, das auch erweiterbar ist. Hier eingebunden ist die Beschattung, die Belichtung und das Energiemanagement. Das heißt, die Wärmepumpenheizung, die Photovoltaikanlage, das ist auch wichtig für die Förderung. Man kann dann auch die Jalousien runterfahren lassen, was für den sommerlichen Hitzeschutz sehr wichtig ist. Wobei, das sage ich ja immer, diese feststehenden Balkone auch vor der hochstehenden Sommersonne schützen. Die machen euch im Sommer Schatten auf diese Glasscheiben und das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr wirkungsvolle Sache. Ich lasse euch das kurz runterfahren. Wir sehen jetzt mal hier, das Ganze ist nach Räumen gegliedert. Ihr könnt sehen, ich wähle jetzt hier mal das Wohnzimmer aus. Dann sehen wir, die Jalousien sind geöffnet. Das kann hier wirklich alles ganz selbsterklärend hoch und runter gefahren werden. Man kann auch das Licht hier steuern, man kann hier Zeiten einstellen, wann es automatisch an- und ausgehen soll. Man hat hier die Möglichkeit, die Raumtemperatur ganz einfach per Fingertipp hoch und runter zu fahren mit Plus und Minus. Und ich habe euch ja gesagt, es gibt außen Klappläden am Haus. Ihr seht jetzt schon, da fährt die Lamellenjalousie runter. Die ist natürlich für die Verschattung und jetzt für Smart Home System wichtig. Ein Klappladen hat eine dekorative Funktion. Man kann die tatsächlich zumachen, wenn man den Sichtschutz und die Optik haben möchte. Aber eigentlich läuft natürlich die Verschattung hier über diese elektrischen Jalousien. Weil ihr mich manchmal nach Raumabmessungen fragt. Diese Küchennische ist jetzt 3,70 Meter breit. Da geht ja noch die Treppe und die Abstellkammer ab. Und dann passt das mit diesem freistehenden Block hier sehr gut rein. Was Besonderes ist, das war den Designern auch ganz wichtig, wir haben hier einen Gasherd drin, also mit Feuer wird gekocht, der mit so einer Gasflasche funktioniert. Das heißt, den kann man auch nutzen, wenn man keinen Gasanschluss hat. Das ist hier alles Gusseisen da drauf und diese Teile, das ist alles einzeln in die Spülmaschine zu stellen. Das ist hier magnetisch verankert auf diesem Kochfeld. Man will halt einfach Retro und Natürlichkeit mit modernstem Komfort verbinden.
Die haben jetzt hier einen Abstand von 1,10 Meter. Das ist eine sehr, sehr gute Arbeitsdimension und diese Arbeitsfläche ist 93 Zentimeter hoch. Ich erwähne das, weil das eben jetzt hier wieder so schön gemacht ist, dass das von der Höhe genau in diese Fensterbrüstung, in die Fensterbank reinläuft. Ihr habt dann halt hier einfach nochmal Platz, was abzustellen. Dieses Fenster wird man sowieso nicht aufmachen. Hier gibt es diesen kochend heiß Wasserhahn. Man kann das natürlich auf Kipp stellen, dann muss man da auch nichts wegräumen. Und wir haben ja hier auch überall die Luftauslässe bzw. die Zuluft. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall lüften. Hier gibt es jetzt nochmal ein ganz nettes Detail. Das ist nämlich so ein Apothekerauszug, Schrank, der sich jetzt hier hinter dieser Landhausfront verbirgt. Sowas finde ich auch immer sehr praktisch. Und hier eben den Kühlschrank, der jetzt auch mal nicht direkt neben dem Backofen eingebaut ist. Der Backofen ist jetzt an der Stelle hier unterm Herd. Das heißt zwar nicht in Bedienhöhe, aber das ist natürlich sinnvoll. Fragt euch jetzt vielleicht, habe ich hier genug Abstellraum? Deshalb zeige ich euch kurz den Abstellraum und die Speisekammer hier unter der Treppe. Das ist hier jetzt extra ein Stück vorgezogen worden. Normalerweise wäre die Treppe da zu Ende. Und dann hat man hier von der Fläche fast nochmal 4 Quadratmeter Abstellraum. Wohnfläche sind es nur 2 Quadratmeter, weil da ja die Schräge abgeht. Aber man kann wirklich bis ganz hinten rum da rein Getränkekisten unterstellen, Regale reinstellen. Und jetzt schauen wir uns gerade auch noch die Treppe hier an. Das Besondere ist eben, wir haben hier eine Holztreppe mit weißen Wangen, dass das Parkettmaterial, also genau diese Eiche mit diesem gekelkten, eben auch auf die Treppe gelegt worden ist vom Treppenbauer. Das ist eine Standard-Holztreppe und es ist belegt mit dem Bodenmaterial. Das macht man so, weil es dann eben wirklich einheitlich aussieht. Und jetzt schauen wir mal um die Ecke, wie es oben aussieht. Halbgewendelte, geschlossene Treppe, das ist immer die platzsparendste Lösung. Ihr habt dann relativ viel verzogene Stufen, die also ungleich breit sind, ist vom Gehkomfort so mittel. Schön ist, dass das hier nochmal natürlich belichtet ist durch dieses Fenster und auch sehr schön ist dieser speziell entwickelte Handlauf. Der ist eben das gleiche Material, Eiche gekelkt, sehr schön überall abgerundet, also angenehm anzufassen wie alles hier. Jetzt sind wir hier oben in der Diele, die ist mit 13,7 Quadratmetern auch relativ groß. Gut ist, dass der Heizkreisverteiler hier sitzt und nicht in irgendeinem Schlafzimmer. Was hier besonders ist, diese Zwischendecke ist erhöht auf 3,30 Meter, sodass wir auch hier eine sehr, sehr besondere Raumproportion haben. Ihr seht, da gibt es eine Klappe, da gibt es noch einen kleinen Spitzboden drüber, wo man auch ein paar Sachen noch lagern kann. Und hier auf der Seite haben wir jetzt 2 absolut gleich große, gleich geschnittene Kinder- oder Schlafzimmer. Und da schauen wir jetzt auch noch kurz rein. Wir haben jetzt hier oben keine Geschosserhöhung, aber 2 Vollgeschosse, das habe ich euch ja schon gesagt. Von der Wohnfläche sind 16,6 Quadratmeter und von den Raumhöhen haben wir jetzt hier an der Seite die 2,56 Meter. Das heißt, es ist absolut vollwertige Wohnfläche, gut möblierbar. Und hier eine Raumhöhe durch den Firsthohenausbau von bis zu 4 Metern. Bietet sich natürlich dann an, hier so ein Hochbett, so ein Alkovenbett reinzumachen. Auch das baut die Hausschreinerei des Herstellers. Dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Stauraum, hier einen Kleiderschrank, der auch vom Haushersteller gebaut wird. Und dann hier rum dieses Alkovenbett, das finden Kinder, glaube ich, wirklich ganz schön und kuschelig. Hier unten ist praktischerweise auch nochmal Stauraum und was für ein Kinderzimmer schön ist, es gibt Licht von 2 Seiten. Hier haben wir die Brüstungshöhe von 84 Zentimetern, auch wieder sehr schön, diese Eiche gebürstet als Holzfensterbank. Das passt natürlich sehr gut rein. Ihr müsst wissen, wenn da Pflanzen draufstehen oder mal ein Filzstift ausläuft, es gibt natürlich Flecken.
So ein Material lebt aber auch. Hier geht es jetzt raus auf den Balkon. Das schauen wir uns vom anderen Zimmer aus an. Kurz die Maße. Wir haben jetzt hier die gleiche Breite wie unten, damit das ins Raster passt, also knapp 1,90. Von der Höhe sind es dann hier oben nur 2,20 Meter, sodass das Ganze also auch harmoniert mit der normalen Geschosshöhe. Und jetzt gucken wir gerade mal um die Ecke ins zweite Kinderzimmer. Das zweite Zimmer hier direkt nebenan hat, wie gesagt, auch 16,6 Quadratmeter, ist von den Proportionen, von den Raumhöhen genauso. Wir schauen jetzt hier mal kurz raus auf den Balkon, weil ich ja gesagt habe, ich zeige euch noch ein bisschen was zum Thema konstruktiver Holzschutz. Hier hat man natürlich jetzt eine Austrittsschwelle in Höhe dieses Fensterrahmens. Das ist aber auch noch sehr, sehr niedrig. Da gibt es auch wesentlich höhere Konstruktionen. Dieser Balkon ist ja, wie ich euch unten schon gesagt habe, 2 Meter breit. Das heißt, der ist auch wirklich nutzbar. Das heißt, hier können die Kinder wirklich was mit anfangen. Es ist ein Außenraum. Es ist eben auch teilweise noch überdacht, was ganz wichtig ist, weil wir ja hier Holzfenster haben. Und ich zeige euch noch ein bisschen was zum Thema konstruktiven Holzschutz hier im Geländer. Also wir haben hier den statisch notwendigen Teil, auch Absturzsicherung aus Stahl. Dann haben wir hier die Holzstütze und dieses Holz, das eben diese Landhausoptik nochmal aufgreift, und es ist eben alles mit so Blechen abgedeckt. Das heißt, es wird hier nirgendwo Stirnholz verwittern gelassen, und das ist eben dann alles in der gleichen Farbe gestrichen, sodass das wirklich sehr einheitlich wirkt. Wir haben jetzt hier nochmal gerade diese Fensterläden, die natürlich hier so einen Schutz haben, dass sie nicht zu- und aufschlagen. Das ist jetzt Aluminiumpulver beschichtet, auch in der gleichen Farbe, und ihr seht schon, diese Fensterrahmen sind auch besonders eingefasst. Es gibt in den Ecken und auch an den Fenstern immer noch mal diese Stützen. Dann seht ihr da oben diese abgeschrägten Details, also sowohl die Leiste als auch die runterkommenden Holzfassadenteile, sodass Wasser immer weggeführt wird vom Bauteil, beziehungsweise kein stehendes Wasser kommt. Sehr schön sieht man jetzt auch hier diese profilierten Sparrenköpfe, und dadurch, dass es eben hier diese 60 cm Dachüberstand sind, sind diese Holzfenster auch ganz gut geschützt. Ihr seht jetzt hier auch die Lamellenjalousien, die nochmal davor laufen. Das heißt, der eigentliche Fensterrahmen sitzt hier wirklich relativ geschützt hinten drin, so dass man da auch wirklich lange Freude dran haben kann und das alles gut funktioniert. Und jetzt schauen wir noch den Elternbereich und das Bad an. Hier gegenüber liegt das Elternschlafzimmer, das mit 22 Quadratmetern wirklich durch Großzügigkeit und trotzdem Gemütlichkeit überzeugt. Wir haben jetzt hier diese Raumerweiterung, weil hier komplett jetzt das Zwerchhaus, also der dritte Giebel, zugeschlagen ist, der ja 1,20 Meter rausspringt. Das heißt, wir hatten unten die vergrößerte Diele und jetzt hier eben dieses Schlafzimmer. Lichte Raumhöhe ist hier bis 3,70 Meter, auf der anderen Seite sind es die 2,56 Meter, und hier wäre natürlich jetzt auch Platz, noch eine zweizeilige Ankleide unterzubringen, wenn man jetzt hier noch einen Schrank stellen wollen würde. In diesem Fall gibt es hier jetzt diesen Einbauschrank, eben auch in dieser 60 cm tiefen Wandnische vom Haushersteller. Sehr schön ist dann immer, wenn da auch automatisch gleich das Licht angeht und eben wirklich an alles hier gedacht ist, sodass man sehr viel Stauraum hat. Hier hat man jetzt auch rechts und links von diesem Giebel bzw. umlaufend nochmal einen Balkon, und hier auf der Seite sind diese Türen jetzt nur noch in Anführungsstrichen 90 x 220, und jetzt schauen wir uns direkt nebenan noch das Eltern- und Familienbad an. Das Bad liegt hier vor Kopf und hat etwa 13,6 Quadratmeter, das ist also relativ groß. Und weil ich jetzt schon öfter nach den Proportionen von Bädern gefragt worden bin, wir haben hier eine Länge von 5,25 Meter und eine Breite von 2,52 Meter, abzüglich dieser Installationsmaße.
Wand. Und das sind nochmal 22 cm. Die Höhe ist hier 1,30. Da möchte ich euch was zu sagen. Es ist jetzt halt so, ja. Das ist jetzt so hoch und so weit weg, da kann man sich in diesem Spiegel kann man sich nicht schminken und Kinder können sich da auch nicht drin sehen. Ich würde das hier ein bisschen anders lösen. Sieht natürlich super schön aus. Und es ist eben hier auch notwendig, wenn ihr nämlich diese Unterputzarmaturen haben wollt, die aus der Wand kommen, muss diese Installationswand so hoch sein. Auch wenn das dann hier durchgezogen ist und der WC-Spülkasten da drin sitzt, ergibt sich automatisch diese Höhe. Also das ist nur mal so als kleiner Tipp, wie Planungsentscheidungen sich gegenseitig beeinflussen. Denkt da einfach dran. Auch das finde ich jetzt persönlich zwar schön, aber nicht so praktisch. Man ist diese Einhebelmischer halt gewöhnt, aber das ist natürlich jetzt hier total stilecht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch noch mal eine komplett vorgesetzte Wand. Das ist ja jetzt eine Außenwand, da könnte man natürlich aus dämmtechnischen Gründen so eine Nische nicht reinmachen, aber weil das vorgesetzt ist, denn hier laufen ja auch die ganzen Installationen, ist das problemlos möglich. Hier ist es jetzt so, also von der Wanne aus, wo man dann öfter mal nasse Sachen abstellt, muss man sich halt echt überlegen, ob man das mit Eiche machen möchte. Da könnte man sicher auch einen Mineralguss nehmen. Das ist nämlich jetzt hier bei der Wanne auch so. Das ist jetzt kein Holz, auch wenn es aussieht wie diese Holzlatten, sondern eben auch ein Mineralgussmaterial, das dann im gleichen Farbton gestrichen ist. An der Wand haben wir wieder diese Mosaikfliesen 10×10 in diesem Handmade-Design. Und dann geht es natürlich jetzt hier weiter zu der begehbaren großen Dusche. Raumhöhe ist hier auch erhöht, das sind die 3,30 Meter, wie es auch im Flur ist. Die Dusche ist 1 Meter breit und 1,60 tief. Das heißt, das funktioniert mit dem Spritzschutz und das finde ich immer schön, wenn man da eben keine beweglichen Teile hat. Ganz schön ist auch diese Nische, die hinterleuchtete, die hier eben auch mit Mineralguss und mit diesen runden Ecken ausgekleidet ist. Also das ist wirklich alles sehr, sehr stimmig gemacht. Und was ich persönlich natürlich auch schön finde, wir haben hier wieder den Naturstein, den fränkischen Muschelkalk auf dem Boden. Jetzt haben wir alle Räume im Barefoot Home gesehen und wenn ihr euch die Grundrisse noch mal in Ruhe anschauen wollt, habe ich die wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt in unserer Hausdatenbank. In dieser Videobeschreibung gibt es auch eine aktuelle Preisinfo vom Haushersteller für euch. Und wenn ihr euch das Haus vor Ort anschauen wollt, es steht als Musterhaus am Firmenstandort in Hohenstein-Oberstetten auf der Schwäbischen Alb, ist in der Regel geöffnet, täglich von 10 bis 17 Uhr. Hier am Standort gibt es 6 verschiedene Musterhäuser, unter anderem auch ein Tiny House. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke. Denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.